Hier musst du alleine weitergehen. Jetzt schon? Ganz alleine? Aber wir sehen uns doch immer und immer wieder. Und du musst jetzt zurück in dein Land. Und ich es vergesse? Mein Honigwein. Der ist für die Menschen, falls ich wieder einschlafe. Aber du wirst doch nicht wieder einschlafen. Wenn ihr mich nicht vergesst, dann nicht. Dann werden eure Felder nie ohne Regen sein. Wir werden dich nicht vergessen. Ich werde den Menschen von dir erzählen und wir kommen dich besuchen. Immer und immer wieder. Versprochen. Leb wohl. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Stumm sind die Wälder. Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht, ehe du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht. La 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 la, la la la, holt dich die Mutter heim in die Nacht. Seht ihr? Gibt kein Wasser mehr. Willst du mich heiraten? Nichts lieber als das. Und wo wollen wir leben? In einem Haus am See? Oh. Und Kinder? Mindestens 10. Eines Tages, Liebster. Viel eher jagt mich dein Vater zum Teufel. Bei der Theorie kann ich dir ja nichts bieten. Wenn er dich zum Teufel jagt, dann komme ich mit dir. Bis ans Ende der Welt. Danke fürs Wasser. Da nicht für. Ein Eimer Wasser, 50 Groschen und 50 Groschen für einen Ballen Heu. So, 3 Ballen Heu oder 3 Eimer Wasser für 1 Taler. Verstanden? Du mach dir mal keine Sorgen, Stine. Ich brauch das Geld nicht. Ich bin nicht der Mann, der aus der Hand in den Mund lebt. Wir fahren am Montag zum Gerichtshalter und du gibst mir deine Felder zum Pfand. Hm? Die Felder sind alles, was wir noch haben, Nachbar. Was musste dein seliger Gemahl auch all sein Tiefland mit mir tauschen? Ich hab es ihm immer gesagt. Aber er hat's ja alle Wege besser verstehen wollen. Und nun, vor 3 Sommern ohne Regen, stehst du da mit den hohen Feldern. Ich werde da sein. Am Montag fahren wir zum Gericht und überschreiben dir die Felder. Gut. Ihr habt es alle gehört. Stine geht am Montag mit mir zum Gericht. Felder gegen Wasser. Ja, Felder gegen Wasser. Und wo wir hier einmal beisammen sind, dein Sohn, der Andres, Was ist mit dem? der geht nach meiner Tochter. Was hast du an meinem Jungen auszusetzen? Auf der Welt gar nichts, aber meine Tochter ist meine Tochter. Und des Wiesenbauers Tochter kann es besser belaufen. Viel besser. Und das glaubst du wirklich? Fürwahr, das glaube ich. Es geht immer weiter bergab. Die Regentrude, sie muss eingeschlafen sein. Wer ist eingeschlafen? Die Regentrude. Blödsinn. Glaubst du etwa auch an dieses Gefasel? Das ist kein Gefasel, Nachbar. Kein Gefasel. Du, das lacht. Sie liegt also hier unter der Erde und schläft. Ja? Wo? Hier?
Oder eher hier? Hallo, aufwachen! Aufwachen! Alle Wetter, die hat aber einen tiefen Schlaf. Nein, so einfach ist das nicht. Ein Mädchen muss zu ihr gehen, eine Jungfer. Meine Urahne, da sie jung gewesen, hat sie selbst einmal geweckt. Ja, deine Das Urahne. muss jetzt 100 Jahre her sein. Ein Sprüchlein musste sie aufsagen, um sie zu wecken. Sie hat's mir oft vorgesungen. Nur ich hab's seither längst vergessen. Dann geh doch hin, Stine, und such deine Regenfrau und sprich dein Sprüchlein, falls du es noch beisammen kriegst. Und wenn du binnen heute und, sagen wir morgen, Regen schaffst, dann... Was dann? Dann, Teufel, ja, dann will ich dir all deine Schulden erlassen. Und dein anderes soll meine Maren heiraten. Die Regentrude. Stopp, das soll gelten, Vater. Ich wecke die Regentrude. Und wenn ich bis morgen zum Sonnenuntergang Regen schaffe, dann werden Andres und ich heiraten. Du hast es gehört, Mutter Stine. Ich hab's gehört. Du, Tochter, ja. Du musst gegen deinen Vater keine Zeugen aufrufen. Von meinem Wort. Da beißt keine Maus auch nur ein Titelchen ab. So wird es regnen, Vater. Morgen, bis es dunkel wird. Ja, ja, macht ihr nur Regen? Ich mach Mittag. Komm, Jungfer, komm. Wir müssen nachdenken. Die Regentrude, es braucht ein Sprüchlein, um sie aufzuwecken. Ich hab's vergessen. Dunst ist die Felle, Staub ist die Quelle. Die Wälder. Feuermann tanzet über die... Wasser. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder. Nimm dich in Acht, ehe du erwachst. Holt dich die Mutter heim in die Nacht. Maren! Oben auf den Feldern wollte ich nach den Schafen sehen und ihnen dein Wasser geben. Da höre ich auf einmal ein Gemurmel hinter mir, wie wenn einer mit sich selber redet. Und als ich mich umwende, sehe ich einen merkwürdigen Gesellen auf- und abstapfen. Der einfach mit seinem Finger das ganze Wasser verdunsten lässt. Und als er einen Kiefernzapfen hinzuberwirft, geht der auch einfach so in Flammen auf. Eckenecke Ben. Der Feuermann. Dabei sang er ein Lied. Immer von vorne nach hinten, als könnte er sich gar nicht daran ersättigen. Ein Lied? Welches Lied? Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich Nimm dich in in Acht, Acht, ehe du erwacht. Holt dich die Mutter. Heim in die Nacht. Das ist es. Das ist es. Das ist das Sprüchlein der Regentrude. So hat's mir die Urahne immer vorgesungen. Nun hat alle Not ein Ende. Wir gehen hin und wecken sie und dann werden alle Felder wieder grün und dann wird geheiratet. Maren, warte. Maren, weißt du denn den Weg zur Regentrude? Den Weg? Nein, du. Ich? Das war doch die Urahne, die bei der Regentrude war, nicht ich. Den Weg dorthin hat sie mir nie erzählt. Wir finden den Weg. Erst den Spruch, dann den Weg und dann die Trude. Hat der Feuermann mir das Sprüchlein verraten, so wird er auch den Weg noch wissen. Morgen in aller Früh brechen wir auf. Na, gegen euch beide ist selbst der Feuermann machtlos. Also kommt rasch noch mal. Du, Maren, merk wohl auf, dass es uns nicht wiederum verloren geht. Ja. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Felder. Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht, ehe du erwacht.
holt dich die Mutter heim in die Nacht. Du also möchtest den Weg zur Regentrude wissen? Wer hat dir das gesagt? Mein kleiner Finger. Und der ist klüger als manch großer Kerl. Dein kleiner Finger mag zwar klug sein, aber den Weg zur Regentrude wird er doch nicht wissen, denn den wissen selbst die Allerklügsten nicht. Du. Dann pass mal auf. Wenn ich dir sagte, dass der Weg zur Regentrude über eine Weide führt, würdest du dann wissen, dass die Weide hinter deinen Wiesen zu finden ist? Und würdest du von der Treppe wissen, die dort in den Garten der Regentrude hinabführt? Eine Treppe? Nein, davon wüsste ich nichts. Nein, genau. Und selbst wenn du von der Weide und der Treppe wüsstest und hineinspazieren wolltest, würdest du dann wissen, dass der Garten der Regenfrau nur von einer Jungfer betreten werden darf? Und dass es nur ihr gestattet ist, sie zu wecken. Ja. Und wenn ich dir all dies auch sagte, wüsstest du denn, dass die Trude sich nur durch das rechte Sprüchlein wecken lässt? Hä? Nein, das wüsstest du nicht. Denn das Sprüchlein haben die Menschen vergessen. Vergessen! Ja, vergessen. Keiner weiß es als Eckenecke Penn. Und Eckenecke Penn. Das bin ich. Ja! Maren, bist du das? Wo gehst du hin? Ich habe nicht schlafen können, Vater. Ich wollte Klatschmohn sammeln gehen. Klatschmohn. So wie früher, als deine Mutter noch lebte. Wie früher. Na gut. Dann sei aber bis zum Mittag wieder heim. Ehe die große Hitze kommt. Danke, Vater. Dafür nicht, ne? Nein, für alles. Immer noch klar. Es wird wieder heiß heute. Kinder! Wartet! Der Honigwein von der Urahne, den werdet ihr brauchen bei der Hitze. Nutzt ihn klug und folgt euren Herzen. Danke. Mein Junge. Danke, Mutter. Maren, bis zum Sonnenuntergang muss es regnen. Es wird regnen. Gut, geht schon. Dunst ist die Welle, stark ist die Quelle, stumm sind die Wälder. Euer Mann tanze über die Felder, nimm dich in Acht, ehe du erwacht. Er hat eine Jungfer dabei. Komm mal zusammen. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder. Feuermann tanze Und sie kennen das Sprüchlein. Das ist nicht gut. Maren, hier müsste irgendwo sein. Unter der Weide.
Andres, er muss den Baum gemeint haben, nicht die Wiese. Du hast recht, das ist es. Tief ist es. Und dunkel. Sehr dunkel. Und sehr tief. Wollen wir wirklich gehen? Wir wollen. Also gehen wir. Gute Nacht, ihr Turteltäublinge. Was war das? Andres? Ich weiß es nicht. Ist da jemand? In der Tat. Was, wenn der Feuermann dich betrogen hat, wenn der Baum eine Falle ist, wenn wir da unten die Regentrude gar nicht finden? Manchmal sieht man viel besser, wenn es ganz, ganz dunkel ist. Wusstest du das? Nein? Wenn du dich auf das verlässt, was du fühlst. Was ich fühle, wie... Meinst du das Holz? Genau, das Holz. Und die Wurzeln. Kannst du dich festhalten, oder? Und wenn du dann alles, was dich umgibt, ganz genau ertastest, dann kannst du es dir vorstellen. Und dann kannst du sehen. Wie es bei Licht aussieht. Der Baum ist keine Falle. Der Feuermann hat mich nicht betrogen. Und da unten, da liegt irgendwo die Regentrude. Und die schläft. Daran musst du glauben. Und ich auch. Sonst sind wir für immer verloren in der dunkelsten aller dunklen Welten. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuer und Tanz. Andres, ich sehe Licht. Wo sind wir hier?
Hier ist es noch heißer. Das ist er. Das muss der Weg zur Regentrude sein. Viel Glück. Nein. Komm noch ein Stück mit mir. Wir sind ja noch nicht am rechten Ort. Für mein frierendes Herz. Für mein frierendes Herz. Bis zum Sonnenuntergang. Bis zum Sonnenuntergang muss es regnen. Nur ein trauriger Gesell für mein frierendes Herz. Wie spät es wohl ist? Es ist noch früh. Komm, wir schaffen es. Heute ist der längste Tag des Jahres. Für mein frierendes Herz. Mein Vater, wenn er mich jetzt sähe, wie ich hier versuche, Regen zu machen. Und aus seinen tiefen Feldern, da schwimmt das ganze Heu davon. Dein Vater ist ein reicher Mann, Maren. Die Mägde, die sind alle noch draußen auf dem Feld. Ah! Hey, hey, hey. Komm. Setz dich erst mal hin. Alles okay. Niemand kocht ihm jetzt seinen Warmbier. Wer macht das denn jetzt? Das macht doch niemand. Alles in Ordnung, hey. Du musst was trinken. Den Honigwein. Der Honigwein. Hey, hey, hey. Hey, bleib wach, ja? Komm, bleib wach. Komm, bleib wach, ja? Bleib wach, ja? Bleib wach. André! Andres! Maren! Maren! Stine! Stine! Wo ist Maren? Wo ist meine Tochter? Wo soll sie schon sein? Auf dem Weg zur Regentrude. Zur Regentrude? Ja, zur Regentrude. Allein? Nein? Mit diesem Burschen, ja? Ja, mit meinem Sohn, mit Andres. Ja. Himmel, Stine, Kinder sind das! Kinder! Du warst das Wiesenbauer. Du hast ihr gesagt, sie darf Andres heiraten. Darum geht es Wenn doch es jetzt bis gar heute nicht. Abend geregnet hat, da hattest du gesagt. Ach, ist doch alles dumm Tüch. Es gibt ja gar keine Regentrude. Glaub du nur, was du glauben möchtest. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Ich jedenfalls, ich glaube an die Regentrude. Und ich glaube an Maren. Die wird uns erlösen von dieser Hitze. Uns alle hier. Sogar dich. Mich? Ja, dich, Wiesenbauer. Ich brauche keine Erlösung. Meinen Feldern geht es gut. Und mir auch. Jawohl, besser geht es nicht mit mir. Und wie lange noch? Deine Felder werden auch trocken fallen. Du, Stine, du bist hergekommen und hast dir diesen Firlefanz an den Kopf geredet. Es ist deine Schuld, dass sie fort sind. Nur und allein und ausschließlich deine Schuld. Und wenn meiner Tochter etwas passiert ist, dann wirst du deines Lebens nie wieder froh. Nie wieder. Das verspreche ich dir.
Andres? Na, doch nicht tot. Andres. Andres, wach auf. Wach auf. Ist alles gut bei dir? Trink. Wo sind wir? Vielleicht kann er uns was sagen. Wer ist das? Das sollten wir ihn auch fragen. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, können Sie uns sagen, wie spät es ist? Sieht man das nicht? Es ist Mittagszeit. Und wer sind Sie? Ich bin der Fährmann. Der Fährmann. Korrekt. Ich setze über. Ich bringe die Menschen über den Fluss ins Reich der Regentrude. Und nun? Über den Fluss. Über den Fluss. Ins Reich der Regentrude. Ins Reich der Regentrude, jawohl. Aber seit Jahren ist kein Mensch mehr hier gewesen. Nichts fließt mehr. Dabei ist das Wasser das Blut im Herzen der Erde. Und ich habe keine Aufgabe mehr und kein Zuhause. Und die Welt wird verbrennen. Aber deswegen sind wir ja hier. Wir wollen zur Regentrude. Zur Regentrude? Ja. Beide? Ja. Das geht nicht. Da kommen nur Frauen rüber. Und außerdem zu spät. Warum zu spät? Denn ob sie nun wach ist oder schläft, es hilft mir ja nichts mehr. Mein Boot würde sinken in jedem Gewässer. Und wenn du jetzt die Regentrude wächst und das Wasser zurückkommt, was wird dann davon gerissen? Richtig. Mein Boot. Genau wie du übrigens. Ich. Mundus vult decipi. Denn wie willst du zurück? Von da. Nach hier. Wenn mein Boot kaputt ist, wie soll das gehen? Kannst du vielleicht fliegen? Nein. Wie bitte? Nein. Sag ich doch. Aber Boote reparieren, das vielleicht schon? Das wäre unsere und eure letzte Rettung. Dunst ist die Welle, Staub Na, ist die na, nicht so Welle. fest, du grobes Korn. Das feinste Süßkirsche. Stumm sind die Ich selbst bin ja handwerklich nicht so begabt. Bin eher der philosophische Typ. Tanzet über die Felder, nimm dich Geh direkt rüber. Das Wasser sucht sich seinen Weg. Also folge ihm. Dem Wasser. Dem Wasser folgen. Welchem Wasser denn? Dem Flusslauf, du Dumpeldummelchen. Da hinten am jenseitigen Ufer und dann nach links. Er wird dich führen, immer tiefer und hinein in ihren Garten. Danke, Fährmann. Und beeil dich, verliebtes Mädchen.
Mann, Mann, Mann. Oh. 2 linke Hände, wa? Noch Einspruch. Hast du dir wehgetan? Ich soll wirklich hier bleiben. Ja. Denn ohne sein Boot komme ich ja nicht wieder zurück. Außerdem muss ich das alleine schaffen. Das hat der Feuermann gesagt und Stine Und der Fährmann hat's auch gesagt. Das muss ein Irrtum sein. Kein Irrtum. Nur ein Mädchen, nur eine Jungfer kommt ins Reich der Regentrude. So ist das. Du kannst dich drehen, dass du willst. Im Moors blieb immer achtern. Naturgesetz. Bist du Mädchen? Nein. du musst dir das Boot reparieren. Dass ich zurückkommen kann, ja? Und wenn ich wiederkomme, dann wird es regnen. Und dann feiern wir Hochzeit, ja? Halt das Sprüchlein ganz fest bei dir und verrät dich nicht, ja? Ja. Pass auf dich auf. Mach ich. Lass es regnen. Links dem Wasser folgen. Stine? Nachbar, was machst du da? Noch sind das nicht deine Wiesen. Was ich mache? Ich wollte. Hier bin ich. Nicht wegen der Wiesen. Ich habe dich gesucht, ja. Nur gesucht. Ja, und jetzt ja auch gefunden. Mich gesucht? Und wieso? Weil ich mich gefragt habe, wie es sein kann, dass der Himmel so blau ist. Der Himmel ist blau? Ja? Ja, aber mein Wetterglas, das zeigt etwas ganz anderes an. Wenn sich diese Kristalle hier bilden, das bedeutet Sturm. Also der Luftdruck muss sich verändert haben. Nachbar, das ist Unsinn. Das ist kein Unsinn. Deswegen ist die Flüssigkeit jetzt trüb. Wochenlang, ach, Monate, Jahre lang war sie klar. Doch jetzt weg. Alles flockig und voller Kristalle. Und das bedeutet Sturm. Und Sturm bedeutet Regen, viel Regen. Und das heißt doch, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie leben und dass sie auf dem richtigen Weg sind, die Regentrude zu wecken. Oh nein. Ah, der Feuermann. Der was? Der Feuermann.
Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder. Feuermann, tanze. Nimm dich in Acht, ehe du erwachst, hol dich die Mutter heim in die Nacht. Oh, Entschuldigung. Regentrude? Bist du das? Dunst ist die Welle. Staub ist die Quelle. Wer bist du denn? Kannst du mir helfen? Willst du probieren? Das wird dir Kraft und Stärke geben. Was mache ich denn jetzt? Habe ich falsch gesungen? Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Stumm sind die Wälder. Ja, das war richtig. Nein, warte, nicht alles austrinken. Das brauchte ich doch noch. Das war ein runder Tropfen. Den brauchte ich aber noch. Wirklich? Aber gut ist es, das Zeug. Warte, nicht wieder einschlafen. Weißt du, wo ich die Regentrude finden kann? Ich muss sie aufwecken. Die Sonne geht ja bald unter. Ja, das musst du. Ich will ja nicht sagen, du bist reichlich spät dran. Nur warum und wofür? Warum? Ich höre. 3-mal darfst du raten. Ich meine Antworten. Ja. Warum und wofür? Für die ganze Welt natürlich. Für die Wiesen und Felder und für die Flüsse und Seen. Antwort Nummer 1. Falsch. Warte. Für die Bauern und ihre Tiere. Und für die Kinder und ihre Familien. Und die Brunnen. Dass alles wieder lebendig wird und dass der Feuermann nicht alles verbrennt. Antwort Nummer 2. Auch falsch. Hey, wach auf. Ups, bin ich eingeschlafen? Ich habe doch kaum noch Zeit. Ja, aber was ist der wahre Grund? Den hast du nicht genannt. Ohne die Wahrheit findet niemand den richtigen Weg. Nur wo finde ich die Wahrheit? Und meistens genau hier. Ist gar nicht mal so schwer. Für Andres. Für Andres muss ich sie aufwecken. Und für mich. Dass wir heiraten können. Weil wir uns lieben. Antwort Nummer 3. Ist Gold richtig? Nichts gegen einen Andres, aber es ist schon gut, dass er beim Fährmann geblieben ist. Wie, woher? Manchmal muss eine Frau allein sein, um ans Ziel zu gelangen. Und wo ist es nun, das Ziel? Komm, ich führe dich hin. Danke. Ist es denn noch weit? Sei doch nicht so ungeduldig. An Sommertagen wie diesen, nachdem Marens Mutter leider von uns gegangen ist, sind Maren und ich früher mal auf die Felder gegangen, haben Klatschmohn gesammelt, Kornblumen und wilden Fenchel. Ja, sie war noch ein Kind und wie die da so über die Felder gerannt ist, als würde sie im nächsten Moment anfangen zu fliegen. Und über jedes vierblättrige Kleeblatt, da hat die sich gefreut, als hätte sie einen Goldschatz gefunden. Erzählst du mir von ihr? Von Maren? Nein, von der Regentrude.
Was soll ich dir denn da erzählen? Du glaubst doch nicht an sie. Aua. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Und hier lauf schön weiter. Dort, zu den Hügeln. Es ist nicht mehr weit. Und grüß sie von mir. Sie ist ja meistens lieb und nett. Ich danke dir, du wundersames Wesen. Angenehm. Und beeil dich. Nicht so schnell, kleine Mara. Der Himmel ist mir nicht hoch genug. Die Nacht ist mir zu hell. Die Sonne nur ein eisiger Gesell. Nur ein eisiger Gesell für mein frierendes Herz. Für mein frierendes Herz. Für mein frierendes Herz. Die Nacht ist mir zu hell. Die Sonne nur ein trauriger Gesell. Nur ein trauriger Gesell für mein frierendes Herz. Manchmal da sieht man viel besser, wenn es ganz, ganz dunkel ist. Indem du dich darauf konzentrierst, was du fühlst. Wenn du alles um dich herum ganz genau abtastest, dann kannst du sehen, wie alles bei Licht aussieht. Regentrude. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder. Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht, ehe du erwacht, hol dich die Mutter heim in die Nacht. Regentrude! Wer bist du? Ihr habt so lange geschlafen, dass alles Laub und alle Kreaturen verschmachtet sind. Wieso tanzen die Elfen nicht mehr?
Die Elfe liegt im Wald und schläft. Und was ist mit dem Fährmann? Rudert er noch über den Fluss? Es gibt keinen Fluss mehr. Oh. Dann muss ich aufstehen. Dann ist es Ruhezeit. Hilfst du mir? Komm, vergiss den Krug nicht. Wir müssen den Brunnen aufschließen. Welchen Brunnen denn und welchen Krug? Ach, den Krug natürlich. Aber welchen Brunnen denn? Regentrude? Regnet es denn schon? Warum regnet es denn nicht? Es wird doch schon bald dunkel. Das sind nur die Wolken. Gar nicht dunkel, alles ist gut. Nein, nichts ist gut. Was hat er nur mit ihnen gemacht? Hauptsache, sie kommen wieder zurück. Wenn sie dann heiraten wollen, dann soll es ihnen so sein. Was mache ich nur, wenn ich sie verliere? Ich habe doch sonst niemanden. Niemanden auf der Welt. Du wirst sie nicht verlieren. Die schaffen das. Und weißt du warum? Weil das unsere Kinder sind. Da guck, was ist das? Was wollte ich jetzt nochmal? Den Brunnen aufschließen. Stimmt, damit es regnet, ja. Wenn ich den Brunnen aufschließe, dann regnet es. Und wenn ich den Brunnen zuschließe, dann hört der Regen auf. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss mich mal ganz kurz setzen. Aber das geht nicht. Die Sonne geht ja gleich unter. Nur für einen ganz kleinen Moment. Regentrude, bitte schlaf nicht wieder ein. Du musst keine Angst haben vom Feuermann. Und zöger nicht, von dem Wasser zu nehmen. Das brauchst du noch. Von welchem Wasser denn? Wofür? Von dem Brunnen. Ich soll den Brunnen aufmachen. Ich allein. Viel Glück. Regentrude, das geht doch nicht. Ich brauche doch deine Hilfe. Ich weiß überhaupt nicht wie. Regentrude, wach auf. Was ist das? Das Feldner hier. Der Feuermann. So nicht, Herr Feuermann! Du! Nicht meine Tochter! Nicht meine Tochter! Und schon gar nicht mein Sohn! Du! Du wagst es, mich anzugreifen. Das wird euch rollen. Lauf, Wiesbohrer, lauf!
Ist er uns gefolgt? Das hoffe ich. Wenn er dann ablässt von Ihnen. Feuermann tanzt über die Felder. Klatsch mal in die Hände. Ei, Menina. Das kannst du besser. Früher kamen die Frauen öfter zu mir. Und die Felder waren nie ohne Regen. Und zuletzt kam ein Mädchen, das war ganz ähnlich wie du. Dem habe ich von meinem Honigwein gegeben. Das muss die Urahne von meinem Schatz gewesen sein. Und es war auch euer Honigwein, der mich heute gestärkt hat. Hat sie immer noch so schöne Haare? Die Urahne ist sehr alt geworden, aber jetzt ist sie längst unter der Erde. Die arme Urahne. Wenn du mich nicht geweckt hättest, dann wäre ich jetzt auch unter der Erde bei der Mutter. Und der Feuermann wäre Meister geworden. Klatsch noch mal in die Hände. Jetzt wird der Feuermann ausgegossen. Ich danke euch. Für mich und für alle Menschen bei uns im Dorf. Aber nun muss ich wieder heimgehen. Was, jetzt schon? Mein Schatz wartet doch auf mich. Und wirst du den Menschen von mir erzählen? Solange ich lebe, Regentrude. Und werden sie mich wieder besuchen kommen? Ich verspreche es. Immer und immer und immer wieder. Wollt ihr nicht mit mir kommen? Am Fluss wartet Andres auf mich und er will euch so gern kennenlernen. Ja, natürlich möchte er das. Ich bleib lieber hier in meinem Bereich. Er hat wirklich Glück mit dir. Du bist die Allerschönste im Dorf. Dazu bist du auch noch so klug und mutig. Weil ich's vergesse. Euer Honigwein. Der ist für deine Tochter oder vielleicht auch deine Enkelin. Falls ich wieder einschlafe. Hab Dank, Regentrude. Leb wohl. Dunst ist die Welle. Leb wohl. Staub ist die Quelle. Liebe, schöne Regentrude. Stumm sind die Leb wohl. Feuermann tanzet über die Felder. Andres! Andres! So, mein Floß, mein Wasser, mein Boot, bitte. Ja, das haben wir geschafft. Du hast es geschafft. Willst du mich heiraten? Nichts lieber als das. Wo wollen wir leben? In einem Haus am See. Kinder? Mindestens 10.
Das war die Regentrude. Das bedeutet Glück.